Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video möchte ich eine Neuerung in HiCAD 2025 zeigen. Und zwar im Service Pack 2. Ich habe hier einfach beispielsweise eine Konstruktion geöffnet, um das Eigenschaftenfenster zu zeigen. Dieses Eigenschaftenfenster ist jetzt auch umgebaut worden, damit es gleich funktioniert auch wie der ICN. Das heißt, ich kann mit der Steuerung-Taste und dem Zahnrad die Größe ändern. Ich kann mit Steuerung und Shift von allen die Größe ändern. Mir geht's jetzt aber im Grunde genommen als erstes um dieses Fenster. Dies ist der erste Schritt der Überarbeitung und in diesem Bereich werden noch ganz viele Erweiterungen geben oder kommen. Im ersten Schritt möchte ich zeigen, es gibt hier wie gewohnt die Einstellungen, wo ich hier auch als Beispiel die Einheiten einstellen kann oder dass ich auch alle Attribute darstellen kann. Was aber noch viel wichtiger ist, dass ich hier ganz einfach die Werte ändern kann. Das heißt, ich wähle hier einfach mal eine Wange aus und kann hier sehr einfach als Beispiel die Farbe ändern. Ich kann auch sehr einfach als Beispiel die Stücklistenrelevanz abändern oder sofort auch einen Text eingeben. Was hier aber dann in diesem Fall noch viel wichtiger ist, dass ich hier auch, wenn ich mehrere Teile auswähle, diese auch sofort ändern kann. Das heißt, in diesem Fall sieht man hier, haben diese Teile unterschiedliche Farben. Ich könnte diese hier sofort in einen selben Farbton oder sofort die Stücklistenrelevanz setzen oder nicht oder einen gemeinsamen Wert eingeben. Das heißt, somit wird dies ein sehr zentraler Punkt werden, wo ich sehr schnell Änderungen von einzelnen Teilen oder auch mehrfach von Teilen definieren kann. Wie gewohnt kann ich natürlich auch hier meine Eigenschaften bzw. auch meine Verwendungsarten definieren, wenn ich hier als Beispiel keine Zeichnung haben möchte. Oder diese auch wieder löschen.